Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich bin mit meinem Camper und meinen zwei lieben Hunden, Gordy und Buddy. Da ist der Buddy. Und wir sind zurzeit hier an diesem wunderschönen Fleck Erde, Afrata Beach auf Kreta in Griechenland. Seit gestern sind wir hier. Ich fühle mich immer noch ein bisschen seekrank. Von der Fährfahrt, die 9 Stunden ging, 2 Stunden länger als gedacht. Und ja, jetzt geht es mir aber schon einigermaßen gut. Ich war heute schon schnorcheln und habe meine Übungen hinter mir und mich erfrischt. Jetzt laufe ich mit meinen Hunden rum und erzähle euch etwas über... Ja, ich habe lange überlegt, was für ein Thema ich nehme heute, weil ich könnte über so viele Sachen noch reden. Aber ich glaube, das Thema innerer Frieden ist ein sehr wichtiges Thema. Und ja, ich glaube, das kann vielen nützen. Und ich möchte erzählen, wie ich zu meinem inneren Frieden komme. Also ich möchte nicht sagen, dass ich in meinen inneren Frieden schon gekommen bin. Also wer das sagt, der lügt. Ich glaube, das ist ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die wirklich dahin gekommen sind. Aber das ist auf jeden Fall meine Intention, dahin zu kommen. Und wie ich einen Schritt für Schritt, quasi wie alles andere im Leben, schrittchenweise zu dem Ziel gelange. Und wie ich auch schon einige Schritte hinter mir habe und was ich gemacht habe, um die Etappen zu erreichen, die Etappen, Zwischenziele, sage ich mal. Ja, ich hoffe, der Wind stört hier nicht. Ab und zu kommt hier so ein Wind. Ab und zu... jetzt geht's gerade, ansonsten muss ich mein Mikro einschließen. Ja, wenn ich in die Richtung schaue, ich zeige das nochmal hier. Also da unten hinter der Tonne, hinter den Bäumen stehen wir im Camper. Und da geht's nochmal hoch. Sehen wir so ein Canyon oder so, kleines, aber kleines. Ist allerdings abgezäunt. Ich wollte eigentlich da mit euch durchlaufen. Aber stattdessen laufe ich jetzt mal hier hoch. Und dann laufe ich einfach mal rum mit euch. Okay, so. Ja, ich habe ja schon in meinem letzten Video erzählt über meine Transformation und wie ich da hingekommen bin, also wie ich mich gewandelt habe, verändert habe. Und im Inneren, im Äußeren, in den Namen, alles spiegelt sich. Und natürlich das, was ich alles gemacht habe, was ich da in dem Video erzählt habe, ich möchte das jetzt nicht alles aufgreifen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das euch natürlich nochmal anschauen, gerne. Die ganzen Methoden und Heilverfahren oder Heilmethoden oder was man auch sagen kann, die Prozesse, die Hilfsmittel, das hat mir natürlich auch geholfen, ein Stückchen näher in den Frieden zu kommen mit mir selbst, aber auch mit dem Äußeren. Das spielt ja alles zusammen, ne? Also innerer Frieden spiegelt sich auch wieder in äußeren Frieden und umgekehrt. Ja, genauso wie die innere Veränderung auch das Äußere widerspiegelt. Das, was du im Inneren hast, das ziehst du auch im Äußeren an. Und umgekehrt ist auch, also es ist immer so wie im Innen, so wie im Außen, wie oben, wie unten. Das sind ja hermetische Gesetze. Aber jetzt nochmal zu dem inneren Frieden. Also natürlich kann man viel an sich arbeiten. Was möchte ich erzählen? Also ich erzähle ja in meinen Videos immer nur über meine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse im Leben.
Und es ist nichts Angelesenes oder von anderen Kopiertes oder irgendwo was Zusammengetragenes von anderen, sondern es ist einfach aus meinem Leben ganz nah, sage ich mal, meine eigenen Erkenntnisse, die ich mit euch teile. Und ich glaube, das hilft vielen, weil es einfach pragmatisch ist. Also das ist nichts Theoretisches oder so. Das ist einfach aus dem Leben gegriffen. Und deshalb bleibe ich auch dabei und versuche das auch einfach möglichst frei zu erzählen, ohne jetzt was abzulesen, was ich mir an Gedanken vorher gemacht habe, weil das ist einfach dann nur abgelesen. Ich möchte es aus meinem Inneren heraus mit euch teilen. Das, was in meinen Kopf kommt, das ist, kann manchmal ein bisschen verwirrt sein und deshalb springe ich manchmal auch von Thema zu Thema, aber ich glaube, macht meine Videos einfach aus. Ich bin ja mit euch auf einer Augenhöhe und kein Guru oder so. Auch wenn ich in einem der Videos gesagt habe, meine Berufung ist jetzt das, was die Numerologie sagt, spiritueller Lehrer. Aber ich muss sagen, ich bin ja kein Lehrer. Also ich bin ein Freund, ein Inspirator, jemand, der inspiriert, ein Motivator. Ich möchte Mut machen. Und deshalb erzähle ich euch jetzt von meinem Leben und meinen Erkenntnissen wie ein Freund und begleitet mich einfach hier, wenn ich hier durch die Natur gehe, spazieren gehe, hier an dem schönen Küstenabschnitt. Und ja, manchmal laber ich auch, so wie jetzt, und komme nicht auf den Punkt. Vorher habe ich das weggeschnitten, jetzt lasse ich es einfach drin, weil das scheint euch zu gefallen. Und ich mache alles das, was euch gefällt. Ja, okay, jetzt reicht's aber. Also, was fällt mir als erstes ein zum inneren Frieden? Also, man kann an sich arbeiten, ne? Man kann meditieren, man kann irgendwelche Substanzen zu sich nehmen, daraus Erkenntnisse erlangen oder man kann ablösen, man kann Energiearbeit machen, Schattenarbeit, Lichtarbeit, bla bla bla. Da habe ich ja genug von erzählt in meinem Video über meine Transformation. Womit fange ich an? Also ich habe gerade ein paar Gedanken dazu. Innerer Frieden. Also ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Gestern, als wir oben auf der Straße gewandert sind und dann eine Seitenstraße genommen haben und so mehr in die Natur rein, da kam uns ein Mann entgegen mit dem Auto. Und der blieb dann stehen und hat auf Griechisch mit mir geredet. Ich habe gesagt, ja, nee, ich verstehe nichts, was ist denn Englisch? Irgendwann habe ich verstanden, dass es privat ist und da war er auch recht sauer. Ne? Also ich habe dann gemerkt, es passt ihm nicht, dass ich da rumlaufe mit meinen Hunden. Oh, interessant. Ja, okay. Dann ist er weitergefahren. Dann habe ich kurz noch drüber nachgedacht und dachte mir, okay, ich kann mich jetzt darüber aufregen, aber ich kann es auch sein lassen. Ich habe es selbst im Griff. Ich selber. Ich muss mein Ego nicht beweisen und dem irgendeine Rechenschaft ablegen oder irgendwie mich rechtfertigen und sagen, ja, hier, bla, und da sind aber keine Schilder und hier und da ist doch kein Zaun, wir haben noch nichts gemacht. Oder einfach, ja, alles klar und tschüss. Und weiter. Geh in Frieden, aber geh. Ne? Und so kannst du das mit vielen anderen Dingen auch machen. Zum Beispiel, wenn jemand dich auf der Autobahn überholt, meistens im Rush Hour schneidet und da ist sowieso sehr wenig Platz schon, weil die Autobahn so voll ist und Stau und keine Ahnung, Leute überholen, sind ziemlich asozial, habe ich alles auch schon hinter mir.
ähm, wo ich dann jeden Tag 1,5 Stunden gependelt bin, mindestens, also hin und zurück. Da kannst du eigentlich auch nur, kannst dich drüber aufregen oder hupen oder sonst was. Und du kannst es auch sein lassen. Deine eigene innere Haltung dazu hast du selber im Griff und dafür bist du verantwortlich, nicht der andere. Wie du darauf reagierst, ist deine Sache. Das ist schon mal der erste Schritt, um zum inneren Frieden zu kommen und somit auch zum Äußeren. Weil wenn du darauf reagierst, hupst da noch und überholst du den noch und schneidest den und keine Ahnung was, dann hast du auch keinen äußeren Frieden mehr. Du kannst es eigentlich nur, was ich schon ein paar Mal auch in meinen Videos erwähnt habe, und das kommt immer wieder, es ist ein Schlüsselspruch für mich in meinem Leben von Captain Jack Sparrow von Fluch der Karibik. Das ist einfach ein cooler Film. Und ja, er hat gesagt, the problem is not the problem. The problem is your attitude to the problem. Deine eigene Haltung, deine eigene innere Einstellung ist das Problem. Nicht das Problem ist das Problem. Nicht alles, sage ich mal, was passiert oder nicht alles, was dich vor allem triggert, solltest du darauf reagieren. Auf nicht allem bedarf es einer Reaktion. Ja, es ist nicht einfach. ich weiß. Ich habe das auch schon öfters mir immer wieder gesagt, ach komm, ich muss da nicht drauf reagieren. Und dann habe ich doch drauf reagiert. Und dann ging es nach hinten los. Und da kam mein Wut, meine Aggression raus. Es baute sich auf. Und da war ich 100% nicht mehr in meinem inneren Frieden. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich da ein Thema noch habe. Allerdings die Erkenntnis dahin, dass ich erkannt habe, da habe ich tatsächlich noch ein Wutthema in mir. Die Erkenntnis ist der erste Schritt der Besserung. Das Annehmen der Erkenntnis ist der zweite Schritt der Besserung. Und dann die Handlung, die Umsetzung ist der dritte Schritt der Besserung. Was kannst du machen in der Handlung? Einmal beobachte dich selber, beobachte deine Gefühle, beobachte deine Gedanken und überleg dir, wie du sie verändern kannst. Meistens kannst du es über deine Gedanken. Ne? Die Gedanken, die haben Einfluss auf deine Gefühle. Wenn du jetzt die ganze Zeit darüber redest, ne, und denkst und dann nachher noch deinen Freund oder Freundin oder Partner oder Familienangehörige oder Freunde von dem Problem, was ja kein Problem ist, erzählst, dann gehst du wieder in diese Negativenergie rein, beziehungsweise Negativspirale, und da kommst du ja gar nicht mehr raus aus diesem Negativen. Und du verbreitest die Negativität auch noch, indem du es anderen erzählst, und die ziehst du mit da rein. Also hör auf damit. Das ist der erste Schritt der Umsetzung. Und du brauchst von niemandem eine Bestätigung erhalten, dass der Typ, der dich auf der Autobahn überholt hat, ein asozialer Arsch ist. Sage ich mal ganz kurz. Wollte ich gar nicht sagen. Nur als Beispiel. Ja. Ich bin jetzt kurz rausgekommen, weil ich immer über meine Wortwahl nachdenke.
Ich will ja gar nicht so solche Wörter mal in den Mund nehmen. Ähm, na gut, passiert. Also, ähm, oh, mein Akku ist leer von meinem Stativ. Deshalb ist es so schief. Egal. Also, was kann man noch sagen? Also die innere Haltung ist das Erste, was du beeinflussen kannst. Versuche Verständnis aufzubringen für dich, aber auch vor allem für die Außenwelt, für die anderen, für Situationen oder was auch immer. Habe Verständnis. Du musst es nicht verstehen, wenn du zum Beispiel in einem Streit, in deiner Beziehung bist zum Beispiel. Du musst dein Gegenüber nicht verstehen, aber habe zumindest Verständnis dafür. Den Spruch habe ich auf jeden Fall von Kurt Tepperwein, bezogen auf die Frauen. Er sagte, hab kein, wie war's? Du musst die Frauen nicht verstehen, aber habe Verständnis. Das hat mir auch mega geholfen. Man muss nicht den Gegenüber verstehen. Wir reden manchmal auf einer ganz anderen Ebene miteinander, vor allem Männer und Frauen. Oder mit anderen auch. Wir sind alle in einer unterschiedlichen Ebene. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht. Wir haben alle eine unterschiedliche Wahrnehmung der Wahrheit gemacht. Daher hat jeder seine eigene Wahrheit der Realität. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du Verständnis aufbringen für den Gegenüber und auch für dich. Und wenn du Verständnis hast, dann brauchst du auch dich nicht mehr darüber aufregen. Und dann findest du wieder ein Schrittchen mehr zum inneren Frieden und auch zum äußeren Frieden. Weil dann brauchst du dich nicht mehr mit dem anderen darüber streiten. Oft hilft es auch, einfach mal Abstand zu nehmen beim Streit oder so, wenn das nachher sonst eskaliert. Lieber aus dem Raum gehen, aus dieser negativen Energie herausgehen. Die, ja, man kann wieder sagen, Negativspirale. Da musst du auf jeden Fall raus, Abstand nehmen, die Emotionen runterfahren lassen und dann, wenn es soweit ist, kann man ja wieder miteinander reden. Oder wenn es ein Fremder ist, dann ist es halt so, dann ist er weg. Du musst ihm nicht mehr deine Meinung sagen, weil das ist eigentlich total egal. Du musst keinen belehren. Und er kann ja selber mit seiner Negativität oder so selber sich Gedanken machen. Hauptsache du findest zu deinem inneren Frieden. Man kann auch, wenn man zum Beispiel Stress in der Familie hat, auch zum Beispiel Familienaufstellungen machen. Das hatte ich ja auch erwähnt. Das heißt, das ist ja Energiearbeit, kann man schon fast sagen. Wir sind ja über unsichtbare Bänder miteinander verbunden. Mit der Familie sowieso. Aber wir sind sowieso alle miteinander verbunden, mehr oder weniger. Und du hast Einfluss darüber, wenn du Energiearbeit machst natürlich, Verstrickungen löst und emotionale Verstrickungen vor allem, Abhängigkeiten
habe ich ja auch schon erzählt im letzten Video, wie ich das gemacht habe mit Iboga. Das war alles ein Puzzlestück in meinem Leben, mehr zu meinem inneren Frieden zu kommen. Und du kannst, ja, den Gegenüber verzeihen. Das ist so machtvoll. Vergebe ihm. Es ist nicht so einfach. Wie kann ich denn den vergeben? Der hat mich total geärgert und bla bla und der ist so und so und so. Erstens Verständnis. Zweitens vergeben. Wie kann man vergeben? Also ich habe mir einen Spruch entwickelt, das kommt glaube ich von Jesus. Der stimmt, der ist so ähnlich, aber ich erinnere mich nicht mehr genau an Jesus Christus Bibelspruch. Vergebe ihnen, denn sie können nichts dafür. Das ist, ich glaube, der Spruch ist anders, aber ich habe den so für mich entwickelt. Vergebe ihnen, denn sie können nichts dafür. Wenn jemand dich auf der Autobahn schneidet, ja, vergebe ihm, er kann nichts dafür. Ja? Oder der mich gestern zum Beispiel doof angemacht hat, ja, vergebe ihm. Er ist noch nicht so weit. Er kann nichts dafür für seine Wut. Ja? Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht genauso reagiert. Okay? Also Verständnis haben. Und das hat mir mega auch nochmal geholfen, dieser Spruch, vergebe ihnen, denn sie können nichts dafür. Da muss ich echt immer schmunzeln, weil das klingt ja echt wie so ein Jesus-Spruch. Es gibt auf jeden Fall auch noch eine Methode, ein Ritual sogar, von den Maoris, glaube ich, auf Neuseeland. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, habe das schon länger nicht, ich habe jetzt nichts recherchiert, ne? Deshalb auf jeden Fall von einem Indianerstamm. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Das ist ein Ritual. Das sind 4 Sätze, die man sagt und sich das immer wiederholt. Immer wiederholt. Ho'oponopono. Ich erinnere mich daran, weil ich habe ein Lied im Kopf. Das heißt Ho'oponopono. Das habe ich vorhin gehört oder gestern. Das ist ein richtig schönes Lied. Vielleicht spiele ich das gleich mal ein. Und zwar, wenn die Sonne blendet, gehe ich halt rückwärts. Wie ging der nochmal, der Spruch? Jetzt habe ich damit angefangen. Also ich mache es normal nicht so oft. Also ich habe das Lied jetzt nur gehört. Aber man kann, das ist ein Vergebungsritual. Das heißt, das sind 4 Sätze. Ich weiß die Reihenfolge jetzt nicht genau. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ich liebe dich. Bitte verzeih mir. Danke. Und noch etwas. Oh nee, jetzt habe ich damit angefangen. Bitte vergebe mir. Ich liebe dich, danke. Und noch ein Spruch. Was war das denn jetzt? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich schaue mal kurz nach und dann mache ich weiter. So, ich habe es mir jetzt nochmal angehört. Das ist das Lied. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja. Also, ich zeige euch mal 3 Hunde, die so brav die ganze Zeit auf mich warten jetzt hier.
Na, ihr zwei Süßen. Ja. I'm so sorry. Please forgive me. And I thank you. Das ist Ho'oponopono. Das Vergebungsritual. And I thank you. I'm so sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Ja, also, vergebe mir. Nein, sorry, vergebe mir. Ich liebe dich und danke. So. Ja, und dann fällt mir noch etwas ein. Es gibt keine Schuld. Wenn du das erkannt hast, dann kommst du auch in deinen Frieden. Weil alles, was in dein Leben, was du dir in dein Leben anziehst, hat was mit dir zu tun. Und man sollte mal erstmal auf sich selber schauen. Und wenn man erkannt hat, dass du den anderen nur angezogen hast, um daraus was selber in dir zu erkennen, dann kannst du ihm keine Schuld geben, sondern kannst nur dankbar dafür sein, dass er in dein Leben gekommen ist. Und ja, deshalb bin ich auch sehr dankbar für alle meine Ex-Freundinnen, die ich vorher hatte, die mich verlassen haben. Ich bin auch dankbar dafür, dass sie mich verlassen haben, weil es ist genauso richtig, wie es war, und dann geht es weiter ins nächste Level. Ich habe dann für mich was erkannt und gelernt. Zum Beispiel bei der letzten bin ich in meine Selbstwertschätzung gekommen und dann brauchte ich diese Frau nicht mehr, weil sie... ist auch egal. Jedenfalls, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaut euch das Lied mal an oder ladet euch das runter. Ich habe es bei Soundcloud, das ist kostenlos. Spotify funktioniert im Ausland nicht über längere Zeit und deshalb bin ich dann zu Soundcloud gekommen und noch besser und kostenlos. Okay? Kann man auch auf mobilen Geräten abspielen. And I thank you. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Adel der Reisende. Und nicht vergessen zu liken und zu kommentieren, bitte. Auch wenn ich dann sehr viel Arbeit habe, aber ich habe die gerne. Bis dann.